Heute untersuche ich die Legende vom größten Kindesentführer aller Zeiten. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Märchenhaften. Euer Totengräber ist heute im winterlichen Hameln unterwegs, um eine Legende zu erzählen, die als Märchen in der ganzen Welt bekannt ist. Der Rattenfänger von Hameln. Es soll im Jahre 1284 gewesen sein. Da litt Hameln unter einer großen Rattenplage, die die Stadt nicht in den Griff bekam. Eines Tages erschien ein bunt gekleideter Fremder und versprach gegen Lohn, die Plage zu beenden. Man wurde sich schnell einig und der Fremde begann auf einer Flöte zu spielen. Sofort strömten von überall her die Ratten zusammen und der Pfeifer führte sie hinaus aus der Stadt zur Weser, und dort ertranken die Tiere. Danach weigerten sich die Bürger der Stadt allerdings, den versprochenen Lohn zu zahlen. Der Pfeifer zog wütend davon. Er kehrte jedoch zurück, um abermals auf seiner Flöte zu spielen. Diesmal folgten ihm die Kinder. 130 sollen es gewesen sein, die der Pfeifer aus der Stadt in einen Berg hineinführte, der sich hinter ihnen schloss. Sie wurden nie wieder gesehen. Je nach Version heißt es, 3 Kinder wären dem Fremden entkommen. Eines war in der Stadt umgekehrt, um Oberbekleidung zu holen, und fand die Gruppe nicht wieder. 2 andere fielen hinter der Gruppe zurück, und als sie am Berg ankamen, war dieser schon geschlossen. Sie fanden in die Stadt zurück, allerdings soll nun eines von ihnen blind und das andere stumm gewesen sein. Woher stammt aber nun diese Sage? Der Teil mit der Rattenvertreibung ist wahrscheinlich reine Legende, denn in Wirklichkeit sind Ratten sehr gute Schwimmer. Jedoch berichten mehrere historische Quellen, wie auch hier am sogenannten Rattenfängerhaus, über einen großen Kinderauszug aus der Stadt. Es gibt mehrere Theorien, welchen Auslöser dieser Auszug gehabt haben könnte. Die wahrscheinlichste Theorie betrifft eine Neubesiedelung. Im 13. Jahrhundert fand eine große Besiedelung der Ostgebiete jenseits der Elbe statt. Orts- und Familiennamen aus dem Hamelner Land finden sich heute zum Beispiel in Brandenburg wieder. Auch hält man es für möglich, dass bunt gekleidete Pfeifer in den Städten Werbung für diese Umsiedelungen machten. So kann es durchaus sein, dass tatsächlich 1284 viele junge Bürgerinnen und Bürger aus Hameln dem Aufruf eines Pfeifers folgend die Stadt verließen, um sich im Osten neu anzusiedeln. Und Hameln so tatsächlich seine Kinder verlor.